Hallo und herzlich willkommen oder herzlich willkommen zurück. Da ich das im letzten Video versprochen habe, möchte ich auflösen, bevor wir zu dieser herrlichen Winterlandschaft kommen, welches Auto ich mir gekauft habe. Wie erwähnt, habe ich den Pferdeanhänger verkauft und auch den Geländewagen. Hier ist ein weiterer Grund für den Verkauf dieses großen und sehr schweren Fahrzeugs. Ich wohne jetzt oben am Berg und einige Straßen sehen so aus. Sehr schmal, an der Seite ein Abgrund und ich habe keine Ahnung, wie die Schneeräumung in den Seitenstraßen so aussieht, wenn mal richtig Schnee liegt im Winter. Daher sollte ein kleineres, leichtes Auto her. Zuerst habe ich mir einen Suzuki Vitara angeschaut, dann ein Kia, beide mit Allradantrieb, aber nur so um die 30.000 Euro erhältlich. So viel wollte ich dann doch nicht ausgeben. Eigentlich wollte ich auch gerne dieses letzte Modell vom Suzuki Jimny, in Tirol wohl ein Kultauto, wird leider nicht mehr gebaut und daher zu Preisen gehandelt, bei denen einem schlecht wird, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe dann das Vorgängermodell bekommen können mit 2 Sätzen Reifen, frischen Pickup, das ist der TÜV hier in Österreich, Skiträger und vor allem frischem Unterbodenschutz wegen des Salzes auf den Straßen. Bislang bin ich sehr zufrieden, ich halte euch über das Auto auf dem Laufenden. Im ersten Video sprach ich schon kurz über die etwas anderen Gepflogenheiten bezüglich der Müllentsorgung im Gegensatz zu Deutschland. Zumindest hier bei mir wird alle 2 Wochen nur der Restmüll abgeholt. Bezahlt wird nach Gewicht des Mülls bzw. man besorgt sich am Gemeindeamt Restmülltüten, die es in 2 verschiedenen Größen gibt. Die Entsorgungskosten des Inhalts sind dann mit dem Kauf der Tüte abgedeckt und am Abholtag wird der Sack einfach an die Straße gestellt. Allen anderen Müll wie Altpapier, Kartonagen, Altglas, Verpackungen oder auch alte Kühlschränke oder Skier bringt man zum Recyclinghof, der allerdings nur zu ganz speziellen Uhrzeiten geöffnet hat. Dieser ist wohl auch ein bisschen Treffpunkt, da nun mal jeder seinen Müll wegbringen muss und man das direkt mit einem kleinen Schwätzchen verbinden kann. Den Schoko habe ich euch ja schon im letzten Video vorgestellt. Er hatte ungefähr einen Monat auf der Wiese, bevor Ende November der erste Schnee kam. Dann begann ja auch die Adventszeit und da das Dorf schon geschmückt wurde, bekam auch er ein bisschen Deko an die Box gehängt. Bis kurz vor Weihnachten taute der Schnee größtenteils weg
und ich hoffte sehr auf Neuschnee zu Weihnachten. Und ich wurde nicht enttäuscht. Pünktlich zu den Feiertagen kam Schnee. Nicht viel, aber genug, um die Berge wieder mit einer weißen Decke zu überziehen. Der Stall wurde an Heiligabend traditionell geräuchert. Zuerst das Stallgebäude und dann die Pferde. Kriegt er Angst, wenn ich so noch bestelle? Besuch von Nachbarskater habe ich auch. Und mein Weihnachtsbaum. Hallo Miezekatze. Na, Sweetie? Es ist der erste Weihnachtsfeiertag. Wow, was für ein herrlicher Morgen. Wow, wie schön. Herrlich. Knackig kalt, -7 Grad. Aber wie schön die Wolken angestrahlt werden. Wow. Übrigens kann man Hopfgarten auch morgens auf Dreisat im Alpenpanorama sehen. Das nur so am Rande. Vor Weihnachten hatte ich mir noch eine neue Wanddeko besorgt, die ich oberhalb des Esstisches montiert habe. Gefällt mir sehr gut. Als ich im Sommer hier im Brixental war, bin ich auch mal nach Kitzbühel ins Fotohaus gefahren. Dort habe ich diese traumhaften Leinwandbilder vom Kaisergebirge gesehen. Seitdem wollte ich unbedingt eins haben. Zu Weihnachten konnte ich mir dann diesen Wunsch erfüllen. Danke an meine Mama. Meine Katzen haben sich super eingelebt. Nebst Chillen auf dem Schrank, Vogelfernsehen, Möbel testen. So, einen Stuhl muss ich noch zusammenbauen. Und der Tari hilft mit. Ja, Pixel. Du auch. Na? Ist es genehm? Ah, Stretching. Alles fein? Sind die Stühle in Ordnung? Dürfen wir die behalten? Ja, erstmal eine kleine Inspektion. Atari, alles gut? Alles gut. Kartons bewohnen. Natürlich sind die Kartons für die Katzen viel wichtiger als der Inhalt. Logisch. Hatten sie noch genug mit neuem Spielzeug zu tun. Die Katzenminze darin macht beide völlig verrückt.
Danach muss erstmal wieder geschlafen werden. Mitte November hatte ich gedacht, das wäre kalt. Haha. Ende November hatte es an einem Morgen minus 14 Grad. Silvester nahte und pünktlich gab es wieder neuen Schnee. Die Pferde kamen an dem Tag schon mittags zurück in den Stall. Man weiß ja nie, wo und wann so ein Feuerwerk gezündet wird. Was ich nur jedem empfehlen kann, sind diese Überzieher mit Noppen. Super zum Laufen auf rutschigem Untergrund oder vereisten Wegen. Gibt es hier für um die 10 € im Lagerhaus. Einfach über die Schuhe ziehen und fertig. Das Feuerwerk habe ich mir nur von meiner Wohnung aus angesehen. Am gegenüberliegenden Berg an der Mittelstation wurde ordentlich was gezündet. Gott sei Dank weit genug weg, dass meine Katzen nicht super nervös wurden. Trotzdem war ich froh, als Silvester vorbei war. Der nächste Morgen. Auf zum Neujahrsausritt. Schoki, hast du Lust? Und ob diese Wettervorhersage mit minus 18 und minus 23 Grad wirklich eingetroffen ist, zeige ich euch wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus und Tschüss.